Hallo und herzlich willkommen. Viele kochen aus Quitten Quittengelee und werfen das Quittenfleisch einfach weg. Macht doch bitte sowas nicht. Dieses Quittenfleisch schmeckt total lecker und man kann das verwenden wie Apfelmus. Wie man das Quittenmark aus den Quitten leicht und einfach gewinnt, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Für viele sind Quitten ein Fluch und ein Segen. Viele von uns, viele, die ich kenne, lieben Quittengelee und wenn sie Quitten bekommen, dann sagen sie, boah, ich mache dann Gelee. Ich habe aber auch schon ganz oft gehört, dass Leute dann den Saft gewinnen und sagen, boah, dann habe ich diesen Berg an Quitten übrig und ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Also schmeiße ich den weg. Und einige davon sagen, dann habe ich ein ganz schlechtes Gewissen und ich muss sagen, voll zu Recht. Aber mal ernsthaft muss man sagen, es gibt tatsächlich ein paar valide Gründe, warum Leute sich davor scheuen, die Quitten weiter zu verarbeiten. Ein Grund sind die Steinchen, die in den Quitten drin sind. Und je nach Sorte sind die nicht nur direkt um das Kerngehäuse rum, sondern gehen auch bis in das Fruchtfleisch hinein. Das heißt also, selbst wenn man viel davon abschneidet, sind immer noch Steinchen in dem Mus. Der zweite Grund ist, dass einige Leute mit dem Mus, was sie dann gewonnen haben, tatsächlich auf die Nase gefallen sind, weil sie einfach nicht wissen, wie sie den einkochen können, damit er wirklich haltbar bleibt. Kommen wir als erstes zu den Steinchen. Da kann man sagen, ach, wir ziehen das Zeug einfach durch die Flotte Lotte und dann ist ja gut. Nein, ist es leider nicht. Denn die Flotte Lotte hat bei der kleinsten Lochplatte immer noch ein zu großes Loch für die Steinchen. Wenn wir also die Quitten durch ein Sieb streichen wollen, dann müssen wir auf die gleiche Weise vorgehen wie zum Beispiel auch bei Himbeeren. Denn da sind auch die Kerne so klein, dass die Flotte Lotte sie noch durchlässt. Es gibt diese ganz simplen Haarsiebe, die hat fast jeder in der Küche. Sinnvoll ist ein Sieb, das etwas größere Löcher hat und nicht unbedingt so eins, wo die Löcher schon wieder etwas kleiner sind. Also sowas hier, auch in dieser Größe, die haben fast alle die gleiche Lochmasche, ist wunderbar für Quitten. Nun ist bei Quitten aber das Kerngehäuse nicht so weich wie zum Beispiel bei Äpfeln, die man ja ohne weiteres durch solche Siebe durchkriegt. Also sollte das Kerngehäuse vorher entfernt werden. Und das geht viel leichter, als einige Leute das denken. Methode 1. Wir vierteln die Quitten wie gehabt und kochen den Saft aus wie gehabt. Dann lassen wir die Quitten abkühlen. Das ist ganz wichtig, denn macht man das, wenn sie noch ganz heiß sind, dann verbrennt man sich die Pfoten. Übrig bleibt der Saft und die Viertel. Sehr gut an dieser Methode ist es, dass ziemlich viel Saft rauskommt, egal welche Entsaftungsmethode man benutzt. Wollen wir bei diesen Vierteln jetzt das Kerngehäuse entfernen, empfiehlt sich die Gabelmethode, die ich auch schon in einem anderen Video vorgestellt habe, die ich in der Infobox verlinke. Dabei sticht man mit der Gabel auf der einen Seite unter das Kerngehäuse und auf der anderen Seite unter das Kerngehäuse und dann kann man es einfach rausheben. Was daran wirklich gut ist, ist, dass man den größten Teil der Kerne schon mit entfernt und nur noch ein paar kleine übrig bleiben, die dann im Fruchtfleisch bleiben. Bei vielen sind aber dennoch ein paar kleine Kernchen drin. Ich mag es nicht. Ich würde es trotzdem danach nochmal durch Sieb ziehen. Methode 2 ist eine, die viele Leute benutzen. Und zwar schneiden die das Kerngehäuse bereits raus, bevor sie die Quittenviertel kochen. Diese Methode hat ein paar Vor- und Nachteile. Einmal, wenn man weiche Quitten hat, geht das super gut. Hat man harte Quitten, hat man auch echt harte Arbeit. Haben eure Quitten viele Steinchen, kann man bei dieser Methode mit dem Messer schlecht kontrollieren, wie viel Steinchen man dran lässt und abschneidet. Da empfiehlt sich vielleicht dann doch besser die Gabelmethode. Hat man ganz weiche Quitten, ist es eigentlich relativ easy rauszuschneiden und dann hat man hinterher einfach weniger Arbeit. Ein vielleicht großer Vorteil kann sein, dass wenn man dann den Saft rausgekocht hat, man die Quittenviertel sofort zu Mousse verarbeiten kann. Da ist das Mousse dann noch heiß und so kann man sagen, dass wenn man es dann einkocht, hat man schon eine gewisse Grundwärme und reduziert somit die Einkochzeit. Und zieht man diese Quittenviertel gleich durch das Sieb, so warm wie sie sind, hat man natürlich noch eine etwas weichere Masse, als wenn sie kalt sind. Ich bevorzuge trotzdem die andere Methode mit der Gabel, weil ich auch so die Quitten immer ganz gut durch das Sieb durchkriege. Methode 3 ist eine sehr interessante Methode für Leute, die gerne
in irgendwelchen Massen mit den Händen arbeiten. Denn da schneidet man die Quitten vorm Kochen einfach mit einem Messer ein, also man schneidet Ritzen in die Quitte, kocht die auf und danach holt man sich das das Innenleben einfach mit den Händen raus. Das ist natürlich eine ordentliche, sagen wir mal, Handhaptik. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber ist auch relativ effektiv, weil die ganzen Steinchen am Kerngehäuse bleiben und man sie mit der Hand unheimlich gut ertasten kann. Egal welche Methode man wählt, hat man am Ende die Quittenviertel mit möglichst wenig Steinen und die müssen dann durch ein Sieb. Wie gesagt, kann man dazu einfach ein normales Haarsieb nehmen, das nicht allzu fein ist, und einen Löffel nutzen, um es durchzudrücken. Eine andere Variante ist, diese Art Pilz zu benutzen. Die ist wirklich für solche Dinge sehr, sehr sinnvoll. Also die Anschaffung lohnt sich und die Dinger sind nicht sehr teuer. Gibt es natürlich auch in unserem Shop sowie in vielen anderen Läden. Wenn man sowas allerdings häufiger macht, lohnt sich die Anschaffung eines fleißigen Lieschens. Das ist die feinere Form einer Flockenlotte. Dazu möchte ich aber noch mal sagen, wenn ihr euch sowas anschafft, bitte lasst die Finger von ganz billigen Produkten, weil da ist es wirklich so, damit hat man keine Freude. Manchmal geht der Holzstößel dann nicht wirklich ans Sieb ran und dann kommt das Mousse nicht raus und so. Also da lieber mal 10 Euro mehr bezahlen und dafür was richtig Gutes haben. Sowas findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Ich werde euch zu diesem Anlass in die Beschreibung einen Code schreiben, damit ihr das für kurze Zeit etwas günstiger bekommt. Es ist übrigens manchmal leichter, das Fruchtfleisch durchzusieben, wenn es etwas flüssiger ist. Weil ich das Fruchtfleisch sehr gerne mag, gieße ich deshalb manchmal etwas von dem Quittensaft, den ich gewonnen habe, zurück, um die Quittenviertel etwas zu verdünnen. Alternativ kann man natürlich auch den Quittensaft sparen und einfach ein bisschen Apfelsaft dazu tun. Der zweite Punkt ist, wie bekomme ich das Mousse haltbar? Hier ist der Knisus Knactus, wie schon so oft erwähnt, dass man das Mousse ganz heiß in die Gläser bekommt oder das Mousse in die Gläser füllt und danach einmal komplett erhitzt. An dieser Stelle verweise ich auf mein Video, warum brauche ich ein Thermometer? Denn bei Mousse haben wir ganz speziell das Problem, dass das Mousse blubbert und nicht bei der Temperatur ist, bei der wir denken, dass es ist. Also stellt sich die Frage, wie kriegen wir das Mousse heiß? Einmal natürlich, indem wir es in einem Topf aufkochen. Das ist gar nicht so ganz einfach, weil dieses Mousse ist dick und hat natürlich die Tendenz anzubrennen. Dennoch ist es etwas, was man machen kann. Ich höre da sofort die Frage klingeln, kann ich das auch in der Mikrowelle machen? Ja, das könnt ihr. Da höre ich dann gleich den Kommentar, ich mag keine Mikrowelle. Die Leute, die keine Mikrowellen mögen, müssen das natürlich nicht machen. Aber für die, die die Mikrowelle verwenden wollen, ist das tatsächlich eine gute Variante. Das spritzt wie verrückt, also ihr müsst unbedingt was oben drauf tun. Aber da ist die Mikrowelle wirklich ganz gut, das Zeug richtig heiß zu bekommen. Ihr müsst es immer mal wieder zwischendrin umrühren allerdings. Egal wie ihr das Mousse heiß bekommt, es ist ganz wichtig, dass bevor es heiß eingefüllt wird, es bei über 90 Grad ist. Nur das gewährleistet, dass, wenn ihr fertig seid mit dem Abfüllen, die Mikroorganismen im Luftraum auf über 80 Grad erhitzt werden, damit sie euch das Zeug nicht zum Verschimmeln bringen. Und deshalb bitte, bitte, wenn ihr heiß einfüllt, benutzt ein Thermometer vorm Einfüllen. Zweite Variante, wir kochen das Mousse einfach ein. Das kann in diesem Fall wirklich sinnvoll sein, weil je nachdem, wie wir das Mousse verarbeitet haben, das heißt mit ein bisschen Saft oder ohne, ist das ziemlich fest, was übrigens für die Weiterverarbeitung ganz toll ist. Das heißt also, wenn wir ein richtig festes Mousse haben, ist das super für Apfelmuskuchen und solche Dinge. Aber auch hier haben wir das Problem mit der Hitzeübertragung. Wenn das Mousse so fest ist, wie es ist, bekommen wir die Kerntemperatur von 80 Grad im Glas nicht so einfach, wie das manchmal erscheint, wenn da steht 30 Minuten bei 90 Grad. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen 45 Minuten bei 100 Grad, weil damit können wir sicher gehen, dass unser Mousse, das durch die Verarbeitung sicherlich ordentlich abgekühlt ist, auch wirklich im Kern bei 80 Grad ist am Ende der Einkochzeit. Und auf diese zwei Arten könnt ihr euer Quittenmousse, so wie jedes Mousse, anständig haltbar machen und werdet kein Schimmel haben. Bei der Quitte lohnt es sich aus vielerlei Gründen. Nummer 1, das Zeug schmeckt echt lecker.
Das ist je nach Quittensorte so, dass man es sogar einfach so essen kann. Da braucht man zum Teil für das Mousse, wenn man jetzt richtig sowas wie Apfelmus macht, noch nicht mal Zucker. Ich würde es auch tatsächlich gar nicht einzuckern. Ich würde es wirklich so, wie es ist, ins Glas tun, denn ihr wisst ja nicht, was ihr später damit machen wollt. Man kann es zu Marmelade verarbeiten, macht man ganz normal, wie man halt Marmelade kocht. Man kann es aber auch dann mal nehmen, zum Beispiel ein schönes Curry. Wenn man so ein leckeres Curry macht, kann man statt Mango-Mousse oder Mangosoße einfach Quittensoße nehmen. Aus diesem Mousse, ganz toll. Statt einem Kürbispie kann man auch einen Quittenpie machen. Da ersetzt man einfach alles, was Kürbismus ist, mit Quittenmus. Und das schmeckt wirklich richtig lecker. Wir essen diese Quittenpulpe zum Beispiel auch ganz pur auf Pfannkuchen. Ich muss allerdings sagen, ich habe eine sehr süße und in sich schon sehr leckere Quitte. Das müsste man vielleicht ein bisschen süßen, wenn die Quitte nicht ganz so süß ist. Aber bei uns geht das ohne weiteres. Und dann sage ich noch Sorbet. Das ist auch echt keine schlechte Idee. So ein richtig leckeres Quitteneis aus reiner Pulpe mit ein bisschen Süßungsmittel. Wow! Ein weiterer Punkt ist, dass man wirklich viel Ausbeute hat, wenn man das macht. Guckt euch das mal an. Das war eine Quittenernte und da kann ich richtig viel draus machen. Ist super haltbar, lässt sich super nutzen. Man hat richtig lange was davon. Also fasse ich nochmal zusammen. Schmeißt das Quittenfleisch nicht weg. Es lohnt sich wirklich. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.